den brauche ich jetzt in der Gegend gewesen. In der Vergangenheit. Richtig? So. Dann hier rüber. Hier rüber. Das sieht nämlich auch so ähnlich aus. Da kann ich hier hoch und diese schwierige Arbeit hier übernehmen. Schon ist das in der Gegenwart repariert. Und ich stehe auch wieder hier. Nee, stehe ich nicht. Wieso stehe ich jetzt hier? Oh Gott. Paternoster. Kommen wir doch gleich einen Fahrstuhl dran. Ist doch schön. Zack, hier hin. Ich würde auch gerne wissen, warum der immer wieder zu... Danke. Der immer wieder zugemacht wird, ey. So, was mache ich jetzt hiermit? Die Farben oder nicht? Okay, ich lese den Brief. Lieber Giancome, noch einmal, es tut mir leid für die Prüfung, die du gerade bestanden hast. Sie war notwendig, denn wir können uns nicht leisten, so überrascht zu werden, wie in Sankia di San Michel. Wenn du darüber nachdenkst, wird es dich nicht überraschen, dass Luca Pacioli und ich in Rom sind. Rom ist eine riesige Stadt und einige ihrer wenigen schönen Viertel sind ideal für Leute, die nicht gesehen werden wollen. Vor allem, wenn diese Beobachter überall sein könnten. Der Besitz der Barackensiedlung in Rom ist aus mehreren Gründen wichtig für uns, aber mehr erzähle ich dir persönlich. Du findest uns in einem Gasthaus namens die kahle Dame. Sei vorsichtig, ich freue mich darauf, dich wiederzusehen. PS, vergiss nicht, die Chroniken mitzubringen. Du weißt am besten, wo du sie aufbewahrst. Teil eines benutzten Kelch, eines bronzenen Kelchs. Kann ich oben noch was machen? Nö. Den habe ich gedreht. Den habe ich nicht gedreht. Den habe ich gedreht, damit er umfällt und alles gut. So, das Wasser läuft. Das läuft auch da irgendwie. Vergangenheit ist weg. Achso.
Jetzt muss ich nur irgendwie wieder woanders hinkommen. Es ist an der Zeit, Leonardo zu folgen, aber ich darf das Buch nicht vergessen. Ach ja. Du? Und da habe ich die Chronik wieder. Und dann, endlich habe ich alles vorbereitet, um Leonardo nach oben zu folgen. Dann auf geht's. So. Auf nach Roma. Denn alle Wege führen nach Rom. Die kalte Dame. Was auch immer das heißen soll. Warte mal, die alte Dame. Nee, das war hier Notre Dame. Keine Ahnung. Rom halt. So, ich habe was ins Buch geschrieben und ich werde jetzt mal hier erstmal wie immer gucken. Hier ist eine Tür, die ich nicht öffnen kann. Aber eine Kette, an der ich ziehe. Wieso mache ich die Tür jetzt auf? Ich könnte ja auch eigentlich erstmal hier... Hey, you, clown! Buzz off! Den Grund erfahren, warum ich hier nicht längs gehe. Die Männer scheinen wütend zu sein. Wenn ich keine Probleme haben will, muss ich entweder später kommen oder sie umgehen. Why are you mucking around, boy? Ja, ich dachte halt, dass ich hier die Lampe anklicken könnte. Ich weiß ja nie hier. Gut, ich gehe hier lang. Garten. Hallo. You Giacomo. They waiting for you upstairs. Okay, danke. Wieso bin ich hier richtig? Jetzt wollte ich schon wieder die Schlüssel greifen. Nee, ich bin... Don't worry. Don't keep them waiting. Okay. Eins, zwei oder drei? Ich kann mir das treffen. Ich hatte ganz einfach, dass ich... Ich tippe auf 3. Tell me, what do you think about all this? Giacomo! God be praised! I knew you could do it, but I was still worried. Did you bring the Chronicle? We were successful after all. Yay, wir waren erfolgreich. Wir waren erfolgreich. Just as I hoped. The Chronicle records the whole history of this secret order, this
Ordo Justitalis. Ist der Thales, okay. I will need a moment to Good. find what we are looking for, but this is immensely interesting. I should probably introduce you. Next to me stands my great friend and advisor. I owe much to him and consider him the most erudite friar in the whole clergy. Honorable Luca Bartolomeo Pacioli. Don't exaggerate, Leonardo. You underrate my brothers. That is not my intention, but it is still my opinion. And before us is my disciple and assistant, about whom I have spoken so much. A man possibly So, brought to me was by ein Gesicht, fate ne? itself to help me carry the weight of my burden. Messer Giacomo Andrea de Ferrara. I greet you, Giacomo. Please, don't blame Leonardo for his bluntness. He couldn't wait to read the Chronicle. I'm sure you've noticed that when he gets like this, there is no talking to him. Sit down, have a bite. You must be tired after your journey. Oh, ein bisschen, ja. Danke. We have a veritable feast here. Vegetables, pastries, fruit. More vegetables. Well, your master isn't the funnest person in the world, but you surely noticed that as well. Luca makes fun of me often, but this time I'm really not able to find out where the point is hiding. He would do better to focus on real problems. See? Just like I said. But seriously, real problems. Ja. I'm sure Was? Leonardo told you how, once upon a time, he met Caesar Borgia with members of a secret society. They brought fragmented plans for some strange machine and asked him to construct it for them. At first he agreed, but when he found out what a terrible weapon the machine could become, he decided not to give it to them. I see. There can be no more doubt. The secret society was indeed Ordo Justitalis. They also had plans for the time machine, however incomplete, because in the past they had a similar time machine. So why did they need my help? Either way, in the end, Ordo Justitalis took the machine from the Tower of Badia Fiorentina. Shortly after Leonardo used it, and just moments after you did as well, Giacomo, when you tried to save your very life from the half-crazed Borgia who took your glove before you came to? I wonder what the story was with the Duke. When they came with the plans, he seemed to have a position of power within the Order, but after your escape to Florence, they didn't cooperate at all. And that's something we should thank Providence for, because until Ordo Justitalis obtains one of the gloves, they can't use the machine, even if they are able to reconstruct it. Aha! Here, right at the end of the Chronicle. But the year 1465 after Christ came. And for the order of the justice, the world was never the same. During that event, their time machine, which they'd called the Gate of the Temple of Wisdom, must have been damaged. That is why they needed my help. Ja, vielleicht, ja. Wenn du, ja. Keine Ahnung, was ist. So, to summarize, the Order took Leonardo's time machine, and we don't know where. Borgia took Giacomo's glove, and we don't know where. At least, we still have the one Leonardo came with, which is broken. Seriously, gentlemen, and I say this as your friend, you should start looking after your things. That would be an excellent analysis, Luca, if not for the sarcasm and one small mistake that I will correct in a moment. But before that, could you give me the glove? Here it is. Pretty, but broken. Fortunately, that does not matter at all. There is one thing I haven't told you yet, my friends. Ich bin When gespannt. Borgia came to me all those years ago, he had not only those incomplete plans to build a time machine, but also 3 ampules with a strange liquid. I don't know where they came from, but they react to open the gate of time. Thanks to them, I can determine where the gate should take us. One ampule is set in each glove, and one in the Oculus Perpetua. Each of them, when set correctly, will allow us to jump through the gate a maximum 15 years in time. This means that if we wanted to get travel back to the original time machine in the year 1465, 45 years in the past, we would need all 3 of them.
So you insist that we need to destroy the original time machine? Completely wipe it from history? No matter the risk, no matter how hard it might be. As long as the Order has the plans and the will to use it, mankind will never be safe from the invention. I regretted having started working on the time machine. But what do you think would have happened if I had sent them away? I suppose they would try to find someone else? But I'm sure that nobody else would be able to finish it with such incomplete plans. Perhaps. Perhaps not. But if not now, then what about in a year, 10 years, 1,000 years? Sooner or later, someone would do it. All it would take would be one moment of weakness and a great deal of naivety, or bad intentions, and the world as we know it could cease to exist. No, my friend, trust me that there is no other way. The machine should never have been in human hands. You are right, Leonardo. I know you have thought about it for a long time, and I trust that your decision is not made lightly. I think I can speak for the both of us when I say that we stand behind you. Well, I think it is high time that we told Giacomo the whole truth about why we met here. All right. It is true that we don't know where the time machine is, but we know how to get the third ampule because Borgia will surely keep the glove close. And we do know where he is hiding. Zeig's jetzt nicht raus, da drüben. Right there, just across the street, in the tall building. Jack couldn't have found a better hiding spot. No normal person would step foot in this neighborhood. Marco was rather surprised when he saw him here. Marco is the jolly man who welcomed you downstairs. He has a lot of friends around, and they learned that Borgia's hideout is very well prepared for, uninvited guests. But right next to it is a burnt pub. Perhaps it would be possible to get inside through that. Just before you arrived, Marco informed us that Borgia left. We have a unique opportunity to get in and take the glove. Yes. Giacomo, out Okay. of all of us, you are best suited for this task. We leave it in your hands. Be careful. Ja gut. Muss ich ja wohl, ne? Ja, da denkt man nichts Böses, taucht hier auf. Plötzlich ist der Typ auch da und wir können einen Handschuh klauen. Ich bin gespannt. Und die beiden Nervigen sind auch weg. So, ein neuer Tag, ein neues Spiel und das alte Spiel noch, aber so ein neuer Tag und ich fange mal hier an zu spielen. Ich gucke mich mal hier um. Ich kann nicht zurück umgucken, ich kann auch nicht zurückgehen. Ich muss jetzt in den flotten Hirschen rein oder so. Die Tür zu dem Haus, in dem Borgia wohnt, aber sie ist komplett verbarrikadiert. Ich höre ein Pferd durch die Gassen traben. Ich komme dann wieder zurück, ja? Na gut. Die Tür ist verbarrikadiert. Ich komme hier hin, drehe mich um. Sehe hier wieder eine verbarrikadierte Tür. Verbarrikadiert. Oder so ist richtig. Egal. Ich gehe hier hoch. Die Tür ist ein bisschen offen, aber auch geschlossen. Und hier ist irgendwas eingefallen, ja? Der Boden ist beschädigt, es wäre gefährlich dort zu laufen. Okay. Aufs Dach kommen wir aber auch nicht. Ah, entspann dich mal, Tipp. Ich muss doch erst noch mal hier gucken, was ich hier in der Tür finde. Hier finde ich gar nichts.
Der will auch nicht. Der will. Aha. Wo ist die Zeit? Ändern. Da ist die Tür aber noch heil. Und lässt sie nicht öffnen. Gut. Hier ist eine Gläsersammlung. Hier ist ein Fenster.